Pferde weideten auf den von Kaninchen zerfressenen Weiden, die letzten Zikaden des Sommers sangen ihren Abschied und ich hatte verdammt nochmal nichts zu tun. Der Tag, an dem ich die CD fand, begann wie jeder andere im Herbst. Es war Ende November 2004. Ich war 19 Jahre alt. Ich hatte im Sommer zuvor meinen Abschluss gemacht und trieb seither ziellos umher, ohne Ehrgeiz oder Richtung. Die meiste Zeit verbrachte ich damit, gelangweilt durch Zeitschriften zu blättern, während die immer gleichen schrecklichen Werbesendungen sich in mein Gehirn brannten, wie Zigarettenstummel in ein Bett lagen. Ich überdeckte die Leere meiner Tage mit denselben CDs, wobei ich die Reihenfolge nur selten änderte. Zu dieser Zeit war mein Leben eintönig und trostlos. Ich war seit Monaten traurig und stagnierte. Das Einzige, was mich aus meiner Lethargie herausreißen konnte, war der Besuch bei den wenigen Freunden, die ich hatte, oder das Durchstöbern der Sachen meines älteren Bruders, manchmal auch beides. An jenem Tag schien letzteres das perfekte Mittel gegen die sinnlose Teenager-Eintönigkeit zu sein, unter der ich litt. Einen Acker entfernt von dem Bauernhaus meiner Mutter stand eine alte rote Scheune, verrostet und an vielen Stellen verfallen, inmitten von grünen, sanften Hügeln. Klumpen von Lehm klebten an allem im Inneren. Werkzeuge hingen von jeder Wand und überall lagen Haufen von Kisten. Es gab Unmengen von Kisten, aufgetürmt in 4- oder 5-stufigen Stapeln. Mein älterer Bruder hatte die meisten davon mit allerlei Kram gefüllt, bevor er ausgezogen war. An diesem Tag, wie an jedem anderen, an dem ich mich auf die Suche machte, wühlte ich so lange durch die Behälter, bis der Staub hoch in die Luft stieg und wie Schnee wieder herunterrieselte. Da stieß ich auf eine Kiste mit der Aufschrift Derricks Erinnerungen. Treffer, dachte ich. Ich hatte schon vieles von seinen Sachen durchgesehen, aber ab und zu fand ich noch etwas, was mir bisher entgangen war. Ich zog die Kiste von den anderen weg und öffnete vorsichtig den dicken Plastikdeckel. Wie ein Archäologe, der darauf achtet, nichts zu beschädigen oder zu verlieren, sortierte ich den Inhalt sorgfältig durch. Zugegeben, die Kiste enthielt einige wirklich coole Sachen, Zeitschriften, Tabulaturen, VHS-Kassetten mit irgendetwas darauf, ein paar N64 und SNES-Spiele und, was ich an diesem Tag als den größten Fund betrachtete, einen Kunstlederordner voll mit CDs. Doppelter Treffer, dachte ich. Der Ordner war, wie alles in der Scheune, mit Lehm und Spinnweben bedeckt. Ich versuchte, ihn mit meinem Hemd so gut es ging abzuwischen, bevor ich den Reißverschluss öffnete und einen Blick hineinwarf. Er war voll, kein einziges leeres Fach. Die CDs darin waren nichts Besonderes. Einige Klassiker, einige weniger bekannte Alben, 1 oder 2 Filmsoundtracks, ein paar Alben, die ich gerne in meiner Sammlung gehabt hätte, und mehrere unbeschriftete Discs. Unter dem weiten blauen Himmel und begleitet von der frischen Brise, die die Bäume zum Rauschen brachte, ich machte mich auf den Weg zurück zum Haus meiner Mutter. Immer wieder blätterte ich durch die CD-Hüllen. Die unbeschrifteten Discs weckten meine Neugier. Einige von ihnen waren mit einem Sharpie beschriftet, die meisten jedoch nicht. Und selbst bei denen, die beschriftet waren, handelte es sich um kryptische Anspielungen auf Insiderwitze und Phrasen, die mir fremd waren. Alles Mögliche konnte darauf sein: kopierte Alben, selbstgemachte Musikversuche oder vielleicht der gescheiterte Versuch einer lokalen Band, die Musikindustrie zu erobern. Alles. Ich erinnere mich daran, wie mein Bruder CDs brannte und sie an Freunde verschenkte und umgekehrt. Aber ich kann mich nicht erinnern, was genau er darauf brannte. In meinem Zimmer stellte ich den Ordner auf den Nachttisch neben meinem Bett. Außer einem kleinen Zeitschriftenstapel und einem CD-Player, der gleichzeitig als Wecker diente, befand sich nichts auf dem Tisch. Ich nahm die CD aus dem Wecker heraus und legte sie zurück in ihre Hülle. Dann öffnete ich den Ordner und begann, die unbeschrifteten CDs durchzublättern. Frühkondula. Die Schrift auf der CD blickte mich an. Was für eine interessante Buchstabenfolge. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutete und habe es bis heute nicht herausgefunden. Doch es packte mich tief.
Die Neugier bohrte ihre Krallen in mich und forderte, dass ich die Klänge dieser CD hörte. Es war verdammt seltsam. Selbst die eklektischsten Kunstwerke haben eine gewisse Kohärenz. Aber das hier war anders. Die Produktion war schrecklich. Es klang, als wäre es eine Aufnahme von einer Aufnahme von einer Aufnahme. Was die Musik anging, einige Tracks hatten das Tempo typischer Grunge-Songs, das heißt ruhiger Vers, verzerrter oder geschrieener Refrain, Wiederholung. Doch die Schreipassagen klangen furchtbar, nicht weil der Sänger schlecht war, sondern weil er gequält klang. Er klang gequält. Jeder zweite Track fühlte sich an, als würde man einem mentalen Zusammenbruch lauschen. Im Gegensatz dazu waren die Verspassagen wirklich schön. Es gab 2 oder 3 übereinandergelegte Stimmen, die Spoken-Word-Kunst vortrugen. Praktisch und verständlich. Die Instrumentation war durchschnittlich. Interessanterweise waren bei jedem Song die Schlagzeugspuren rückwärts abgespielt. Die Songs, die überhaupt nicht dem typischen Radioformat folgten, waren unbeschreiblich seltsam. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Versuch war, künstlerisch zu wirken oder was auch immer. Sie waren schmerzhaft leise. Man konnte Schritte in einem hallenden Raum hören. In einem Track konnte man einen Mann hören, der Fragen mit einer schrecklich verzerrten Stimme beantwortete. In einem anderen klang es, als würde ein Schwarm Heuschrecken, infiziert mit Modemtönen, auf den Hörer losgehen. Nichts davon ergab Sinn, und ich bin mir nicht sicher, ob es das jemals tun wird. In diesem Moment jedoch versuchte ich, es irgendwie zu verstehen. Gedanken kreisten in meinem Kopf wie das letzte bisschen Wasser, das aus einer Badewanne abläuft, immer wieder im Kreis. Die 2 prägnantesten Gedanken waren: Was ist das? Und ich sollte es Ray zeigen. Ich ging in die Küche und schnappte mir das Telefon vom Tresen. Ray war damals mein bester Freund, schon seit der 10. Klasse. Er war der Einzige, den ich kannte, der Musik genauso sehr liebte wie ich. Zwar war seine Audiobesessenheit nicht so umfangreich oder kostspielig wie meine, aber ich wusste, dass ihn meine Entdeckung begeistern würde. Vielleicht wusste er sogar, was er von dem halten sollte, was ich gehört hatte und was er bald auch hören würde. Ich wählte Rays Handynummer. Dann wartete ich und wartete. Schließlich, yo. Er meldete sich gähnend. Es war kurz vor Mittag. Wahrscheinlich war er gerade aufgestanden oder würde es gleich tun. Yo, Ray. Was geht, Mann? Er antwortete mit müder, trockener Stimme. Alter, du musst dir diese CD ansehen, die ich gefunden habe. Oh, echt? Ich konnte im Hintergrund hören, wie er auf einem Game-Controller herumdrückte. Es lenkte ihn ab. Ablenkung schwang in seinem kratzigen Tonfall mit. Echt, ich habe sie gefunden, als ich durch den alten Kram meines Bruders gegangen bin. Ich habe heute kein Auto. Könntest du mich abholen? Diese Aussage schien ihn ein bisschen aufzuwecken. Moment mal, warum hast du kein Auto? Meine Mom hat es geliehen, weil ihres in der Werkstatt ist. Ray antwortete leise. Oh, okay. Er pausierte einen Moment. Er suchte nach einer Ausrede, um die 6-minütige Fahrt zu mir zu vermeiden. Ray, du wohnst doch gleich die Straße runter von mir. Ich bin mitten im Spiel, Bro. Er sagte es fast so, als wäre es eine Pflicht, der er nachgehen musste. Kannst du nicht mit dem Fahrrad herkommen? Ich seufzte nachgiebig. Ja, okay. Er machte wieder eine Pause, vermutlich ganz in das Spiel vertieft. Seh dich in 30 Minuten. Ich legte auf und atmete tief durch. Mental bereitete ich mich auf die trostlose Radtour zu Rays Haus vor. Ich packte meinen Rucksack und ließ eine Notiz auf dem Küchentisch zurück. Hey Mom, bin bei Ray. Wenn du mich brauchst, weißt du, wen du anrufen musst. Lieb dich. An Heufeldern vorbei, an sterbenden Eichen, an endlosen Stacheldrahtzäunen fuhr ich den Feldweg zu Rays Haus hinauf. Ich klopfte an sein Schlafzimmerfenster, bevor ich es öffnete und hineinkletterte. Er begrüßte mich mit einem gelangweilten »Was geht ab?«, seine Augen unentwegt auf den Bildschirm des Fernsehers gerichtet. Das Zimmer roch nach Zigaretten, Gras und ungewaschenem jungen Mann. Es war schrecklich unordentlich.
Rays Kleiderschrank war der Boden. Jede verfügbare Oberfläche war überfüllt mit leeren Dosen, Magazinen, CD-Hüllen und anderen Dingen. Rays schmächtiger Körper lag ausgestreckt auf der Couch, Controller in der Hand. Er trug lange Cargo-Shorts und ein zu großes Bandshirt. Wahrscheinlich hatte er sich seit ein paar Tagen nicht umgezogen. Ray war bemerkenswert gut aussehend. Rotes Haar, markante Gesichtszüge, ab und zu ein Piercing. Er sah aus, als würde er in einen Film gehören, über einen desillusionierten Surfer, der versucht, es groß rauszubringen oder seinen Weg im Leben zu finden. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht war Ray auch nur durchschnittlich aussehend. Vielleicht hatte ich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens so viel Pech mit Mädchen, dass ich es aufgegeben hatte, jemals eine zu daten und begann, über die Alternative nachzudenken. Ich war mir nie ganz sicher. Ray, wie lange spielst du schon Halo? Du hast es nicht aus der Hand gelegt, seit du es gekauft hast? Die große Gestalt richtete sich ein wenig auf und drehte sich leicht zu mir, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen. Bro, es macht einfach Bock. Wir müssen dir auch eine Xbox besorgen, damit wir zusammen zocken können. Er wischte sich mit seinem Shirt über das Gesicht. Für jemanden, der sich ausschließlich von Pizzabrötchen und ähnlichem fettigem Kram ernährte, war seine Haut immer so rein. Das kann ich mir im Moment echt nicht leisten. Und du weißt, dass meine Mom ausflippen würde, wenn ich nur für eine Xbox spare. Er kratzte sich ungeduldig um sein Augenbrauenpiercing herum, während er darauf wartete, dass sein Charakter wieder auftauchte. Ja, aber trotzdem, Alter. Ganz zu schweigen davon, dass ich es nicht so spaßig finde wie du, mich in gebrochenem Englisch anmeckern zu lassen. Ich warf meinen Rucksack auf den Boden und setzte mich auf die Couch neben ihn, was ihn zwang, sich noch weiter aufzurichten und seine Haltung zu korrigieren. Ich griff nach dem Aschenbecher auf dem Fernsehtisch und stellte ihn auf die Armlehne der Couch. Ich fummelte in meiner Tasche nach einem Päckchen Zigaretten, bis Ray mit dem Fuß auf eine Packung auf dem Boden zeigte. Ich zog eine Zigarette heraus, klemmte sie mir zwischen die Lippen und begann zu rauchen. Der Rauch stieg wie Weihrauch auf und traf die Decke. Ich schätze, du machst das hier den ganzen Tag lang. Ja, bin gerade erst aufgestanden. Ray war konzentriert auf das Spiel. Ich konnte die Faszination nicht verstehen. Videospiele machten in Gesellschaft von Freunden viel Spaß, aber allein, ich konnte Ray nicht verübeln. Was sollten wir sonst tun? Unser kleines Städtchen bot uns kaum etwas. Es war nicht so, dass irgendeines unserer anderen Hobbys viel Gedanken oder Mühe erforderte. Der Rauch hing in der Luft, wo eine angenehme Stille herrschte, die nur gelegentlich von den Geräuschen von Explosionen im Spiel und Rays leisen Flüchen unterbrochen wurde. Er war schlecht in dem Spiel. Entweder das oder die anderen Spieler waren einfach richtig gut. Ray deutete auf meine Zigarette und ich hielt sie ihm hin. Er inhalierte tief, schwärzte seine fleischfarbenen Lungen. Er atmete aus. Einmal fertig, drückte ich die Zigarette im Aschenbecher aus und stand auf. Yo, was war das, was du mir zeigen wolltest? Fragte Ray, immer noch auf die grob pixeligen Supersoldaten fixiert. Ich ging zu meiner Tasche, zog den Kunstlederordner heraus, blätterte durch, bis ich den Fry Condula Mix fand. Ich ging zum Stereo neben Rays Schreibtisch, drückte auf Auswerfen, öffnete das Fach und ersetzte, was auch immer Ray vorher gehört hatte, mit der mysteriösen CD. Du musst dir das anhören, sagte ich. Ray tastete zwischen den Sofakissen nach der Fernbedienung und als er sie gefunden hatte, drückte er den Gummiknopf, der den Fernseher stumm schaltete. Ich drückte Play am Stereo. Die Atmosphäre veränderte sich augenblicklich. Das Leben in Rays kaltem, lichtlosen Zimmer schien allmählich auszufließen, während die Klänge des gequälten Geschreis und der rückwärts laufenden Schlagzeugspuren ihren Platz einnahmen. Ich legte mich auf sein Bett, starrte an die Decke und ließ die Musik zum zweiten Mal über mich ergehen. Ray setzte sich auf, wachsam, unsicher, aber interessiert. Diesmal konnte ich einige der Texte besser verstehen, besonders die gesprochenen Verse. Spreche wie ein Narr, nenne es Trotz, mehrere Gedanken, ein Buch voller Ideen. Kein Mensch wurde gemacht, um zu schweigen. Zwischen 100 Ringen die sterbende Stirn des Abgetriebenen.
die sich still in Falten legt, ihre mächtigen Beine spreizt, um ihr Herz zu retten. Eine stille Ehe, ein Mann und eine Frau, ein weiterer Ring. Und erkenne, dass ich eine Zigarette brauche, wenn ich an das Ende des Sommers denke. Der Herbst ist da, ich bin zerbrochen. Trotzdem ergab es für mich immer noch keinen Sinn. Wir hörten weiter zu, ließen die Absurdität auf uns wirken, die Stille, das Schlurfen, die Geräusche von Bewegung. Ein alter Mann beantwortete Fragen in einem halligen Raum. Dissonanz und Geschrei, Flüstern, dann wieder Stille. Ray durchbrach die Stille. Das erinnert mich an Wehen, wenn Wehen schlecht wären, irgendwie beunruhigend und als ob sie mit Glasscherben geschnitten würden. Ich musste bei dem Gedanken schmunzeln. »Was hältst du sonst davon?« fragte ich ihn. »Es ist seltsam, richtig verdammt seltsam. Wie ich schon sagte, es ist wahrscheinlich eine Art komische Wien-Nachahmerband.« »Haha, könnte sein, aber es ist nicht nur Wien. Das Gejaule? Ich verstehe, was du meinst, bei den langsameren Songs.« Ray wurde plötzlich klar, was wir tun sollten, und unterbrach unsere Analyse. »Weißt du, wer daran Spaß hätte?« Er hielt inne und sagte dann, »Big E. Big E oder Biggie war ein Freund von mir. Er hatte ein besonderes Talent für das Absurde und das Obszöne. Fasziniert vom Unbekannten und Paranormalen verbrachte er viel Zeit in der Highschool damit, erfolglos lokale Mysterien zu lösen. Jetzt, nachdem wir die Schule hinter uns hatten, beschäftigte er sich nur noch gelegentlich damit. Was können wir sonst darüber sagen? Dass es seltsam ist. E ist wie ein Spürhund. Er wird viel mehr herausfinden können, als wir jemals könnten. Das ist genau sein Ding.« Ray stand vom Sofa auf, warf den Controller auf einen Wäscheberg und streckte sich. »Und außerdem muss ich aus dem Haus. Ich habe den Typen schon ewig nicht mehr gesehen.« Ich riss die Beifahrertür auf und glitt in Rays 1996 Chevy Suburban. Sobald ich die Tür zugeschlagen hatte, startete Ray den Motor, der mit einem Ruck durch das abgenutzte Gestell des Trucks vibrierte. Die Fahrt zu Biggies Haus war so vertraut wie immer. Wir nahmen die gewundenen Schotterstraßen, die sich am Rande der Stadt entlang schlängelten, um auf eine asphaltierte und weit weniger holprige Hauptstraße zu gelangen. Wir rollten in die Stadt hinein, vorbei an der alten Baptistenkirche und hinein in die Vorstadt. Es war eigentlich keine richtige Vorstadt. Die Häuser hier waren nur schöner als meines. Ganz zu schweigen davon, dass die benachbarten Häuser nicht durch Weideland getrennt waren. Sie waren nur einen Steinwurf entfernt. Garagentore standen weit offen und enthüllten Tischtennisplatten und Röhrenfernseher auf Werkbänken. Hohe Fenster zeigten toskanische Interieurs und Stuckwände. Manchmal konnte man einen Blick auf tiefblau gefließte Pools mit angrenzenden Whirlpools in ihren Hinterhöfen erhaschen. Es war nichts, woran ich gewohnt war. Diese Häuser erinnerten mich immer an die Werbespots. Die Art, in der ein 20- oder 30-jähriger Typ im Bademantel aus seinem Haus spaziert, die Straße hinuntergeht und sich an der Ecke eine Packung Milch holt. Wir fuhren in die kreisförmige Einfahrt vor A's Haus. Ich öffnete die Beifahrertür und betrachtete das unscheinbare, zweistöckige Haus. Ray ging mir voraus und klopfte an die Tür, während ich meine Tasche vom Boden aufhob. Wir wurden von seiner Mutter hereingelassen, tauschten ein paar Höflichkeiten aus und stürmten die Treppe hinauf zu Biggies Zimmer, das wir ohne zu klopfen betraten. Big E saß vor einem kleinen Fernseher. Seine Pupillen erweiterten sich ab und zu, als sie über den grauen, wulstigen Kasten mit dem statischen Rauschen huschten. Augenringe. Er spielte Pokémon, Really Red oder Super Purple oder sowas. Wahrscheinlich war er die ganze Nacht wach gewesen, um zu spielen. Er musste dieses Spiel schon mindestens 100 Mal durchgespielt haben. Ich sah den Reiz darin nicht. Juri, ein weiterer Freund von uns, saß neben E. Er war wortlos, geräuschlos, verfolgte jeden seiner pixeligen Spielzüge. Nachdem wir unsere Anwesenheit kundgetan hatten, drehte sich Juri ohne Big E zu uns um uns zu begrüßen. »Hey, Juri, was machst du hier?« Juri sagte nichts. Er sagte eigentlich nie etwas. Er winkte, er skatete, er spielte.
Er lachte, aber reden tat er nicht. Nur ganz selten sprach er. Und wenn er es tat, war es immer sehr leise, monoton und trocken. Einmal hatte er seine Stimme erhoben. Er und E spielten etwas Kompetitives. Sie stritten sich darüber, dass sie noch eine Revanche brauchten, aus diesem oder jenem Grund. Es regte sich etwas in Big E's Bett. Ein müdes Stöhnen erklang aus dem Berg von Decken und Kissen. Samantha, was zum Teufel? Ihr seid gekommen und habt uns nicht Bescheid gesagt. Samantha war ein weiterer Freund von uns. Sein Geburtsname war derselbe wie meiner. In der Highschool, um Verwechslungen zwischen uns zu vermeiden, entschied unsere Freundesgruppe, ihm einen neuen Namen zu geben. Samantha. Warum wir gerade diesen Namen wählten, weiß ich bis heute nicht. Sam wehrte sich anfangs dagegen, aber genau das garantierte nur, dass wir ihn weiter so nannten. Samantha rollte sich in das Bett hin und her und versuchte träge aus dem Haufen Stoff herauszukommen, unter dem er lag. Er hatte es jedoch überhaupt nicht eilig. Gedämpft hörten wir ihn sagen: Wir haben Ray angerufen, aber er hat nicht abgenommen. Ray! Ich schlug ihm spielerisch auf den Arm. Tut mir leid, der Chief brauchte mich, sagte er und rieb sich den Arm, Bezug nehmend auf sein kürzliches Gaming-Binge, das ihn völlig in seinen Bann gezogen hatte. Egal, wir rauchen, kommst du mit, fragte ich den fixierten Biggie. Nee. Ray wandte sich an die Form im Bett. Sam, willst du mitmachen? Samantha grunzte und drehte sich um, vermutlich um weiter zu schlafen. Ohne dass wir ihn fragen mussten, stand Yuri feierlich auf, ging zum Fenster, das auf das Dach hinausführte, und öffnete es. Ob er es sagte oder nicht, Yuri wollte mitmachen. Als wir aus dem Fenster auf das Dach traten, setzten wir uns nebeneinander auf den rauen Untergrund. Wir waren so oft hier oben gewesen, dass die Schindeln das meiste ihrer Körnung verloren hatten. Es war einer unserer Lieblingsplätze zum Rauchen. Der erste und meistbesuchte war Rays Schlafzimmer. Auf dem Dach hatten wir genug Platz, um herumzulaufen, zu sitzen und sogar zu liegen, ohne Angst haben zu müssen, herunterzufallen. Biggie und ich hatten hier oben schon viele interessante Gespräche geführt. Wir schauten über die schlafende Stadt, sahen, wie die späten Nächte zu frühen Morgenstunden wurden und beobachteten, wie die Stadt langsam aus ihrem Schlaf erwachte, während die Sonne sanft die Gebäude weckte. Ich wünschte mir immer so etwas in meinem eigenen Haus. Einen Ort, an den ich gehen konnte, um zu entkommen. Ich war es leid, ständig zwischen den Häusern meiner Freunde hin und her zu pendeln. Ray reichte Yuri das Material, eine Tüte Kraut, eine Pfeife und ein Feuerzeug mit einer Metalleinfassung, auf der mehrere in Flammen stehende Totenköpfe abgebildet waren. Ohne ein Wort packte Yuri die Pfeife, langsam, sorgfältig. Es war fast ehrfürchtig. Für uns war es tatsächlich ehrfürchtig. Eine Zeremonie. Ray und ich durchbrachen die Stille nicht. Yuri zog an der Pfeife und gab sie dann an Ray weiter. »Wie lange seid ihr schon hier?« fragte ich Yuri in einem gedämpften Ton, fast um die ruhige Stimmung nicht zu zerstören. Er hielt 3 Finger hoch. »Auch heute mitgerechnet?« Er nickte. »Was habt ihr so gemacht?« Yuri deutete auf das offene Fenster, was ein paar Dinge bedeuten konnte. Videospiele, Fernsehen, im Internet surfen oder kiffen, als gäbe es kein Morgen. Etwas Aufregendes, etwas Langweiliges. Man musste einfach dabei sein, sonst verpasste man es vielleicht. Ray unterbrach die Stille mit einem Husten, der Art, die die Speiseröhre brennen lässt. Ich wartete, bis sein Hustenanfall vorbei war, bevor ich fragte: »Wo sind deine Eltern diesmal?« »Keine Ahnung. Cancun, Bahamas? Ist mir auch egal.« Ray starrte auf unsere kleine Stadt hinaus und betrachtete die bescheidene Skyline, den Wasserturm, die Betonbrennerei. Rays Eltern waren nie zu Hause. Seit ich ihn kannte, hatte ich sie nicht ein einziges Mal persönlich gesehen. Ich wusste, dass es für ihn hart sein musste. »Was für ein Mist«, murmelte ich als Versuch, mitfühlend zu sein. Er streckte mir die Pfeife hinüber. Still nahm ich sie entgegen. Es war ein kleines Glasding, das in seiner schlanken Handfläche lag. Ich nahm sie, hielt sie an meinen Mund, setzte die Lippen an das Mundstück, zündete das Kraut an und atmete tief ein.
Ich liebte das Gefühl, das gutes Marihuana mir gab. Entspannt. Anders. Gutes Marihuana. Gute Freunde. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht ewig so weitergehen würde. Vielleicht auch nicht mehr lange. Dass wir das alles hinter uns lassen mussten. Erwachsen werden, groß werden, aufhören, rumzuspielen und uns auf das zu konzentrieren, was zählt, was auch immer das bedeuten mochte. Ich ließ den Gedanken an Veränderung und die unnötige Angst, die damit einherging, los. Ich richtete meinen Blick auf die Skyline und beobachtete mit den anderen, während das High sich von meinen Lungen in mein Gehirn ausbreitete. Ich reichte Juri die Pfeife und begann, mich ins Dach zu versenken. Wir gaben sie uns hin und her, von Mund zu Mund, bis das Fenster aufgeschoben wurde und sich uns jemand anschloss. Samantha. Morgen, sagte Sam in einem leblosen Ton. Ray konterte sofort. Morgen. Es ist fast 2 Uhr nachmittags. Ray war nicht viel besser. Wenn man ihn ließ, könnte er den ganzen Tag verschlafen. Als Ray mir die Pfeife reichte, keuchte er: Ich habe dich nie gefragt, was denkst du, was die CD bedeutet? Oh Mann, keine Ahnung. Ich habe so etwas noch nie gehört. Könnte von einer Band sein, bei der mein Bruder vielleicht mal dabei war. Was ist das? Fragte Sam und rieb sich die Augen. Es ist einfach so eine CD-Mixtape-Sache, die ich gefunden habe. Ich habe sie in der Scheune bei den alten Sachen meines Bruders gefunden. Sie heißt irgendwie Fry Condula oder so. Samantha gähnte. Wie hieß das nochmal? Er streckte sich, versuchte den Schlaf aus seinen Knochen zu vertreiben. Ich wiederholte: Fry Condula. Das klingt irgendwie vertraut. Samantha blätterte in den Akten des sprichwörtlichen Gedächtnisses, während seine Finger nach der Pfeife griffen, in der Hoffnung, den Kreislauf zu erweitern. Wir sind leer, sagte Ray. Wir saßen alle still da. Der Rausch ließ meinen Körper noch tiefer ins Dach sinken. Ich fühlte mich schwer, wie ein Stein. Alles schien in diesem Moment an mir vorbeizuziehen. Fry Condula, ist das nicht der Typ, der so mega rumschreit? Nicht wie Pantera oder Korn, aber er klingt, als würde er ausrasten oder so. Sam sagte das mit einer Erkennung in der Stimme. Ja, sagte ich. Wirklich komisch? Fragte er. Ja, richtig kryptisch und so. Ich glaube, ich kenne den. Wenn es der ist, an den ich denke, habe ich ihn mal bei einer Show gesehen, als ich gerade angefangen habe, auf Konzerte zu gehen. Ich müsste noch eine CD von ihm haben. Samantha streckte sich und grunzte. Dann sprach er weiter durch ein Gähnen. Ich war vielleicht 15 oder so. Es war im Bunker, dieser alte Kellerclub, aber der Typ war echt seltsam. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er irgendwie von der Bildfläche verschwunden oder so. Er ist mit irgendeiner Frau abgehauen. Die Leute haben eine Zeit lang darüber geredet. Sam pausierte, fuhr sich durch sein schmutzig blondes Haar. Eine Sache erinnere ich mich noch deutlich. Eine Weile nach seinen ersten paar Shows begann er, die CDs, die er verkauft hatte, wieder zurückzukaufen. Die Leute, die sie gekauft hatten, sagten, er sei wie besessen davon gewesen, sie zurückzubekommen. Er hätte das Doppelte oder Dreifache dafür bezahlt. Er hat auch mich nach meiner gefragt. Ich habe ihm gesagt, dass ich sie verloren hätte. Das war echt seltsam. Es schien ihm irgendwie wichtig zu sein, sie wiederzubekommen, schätze ich. Neugierig fragte ich: Warum? Ich meine, er hat sie doch verkauft. Was war so wichtig, dass er sie unbedingt zurückhaben wollte? Keine Ahnung. Sam erwiderte das Interesse nicht. Das tat er selten. Samantha war so sehr Realist, dass es fast schon an Pessimismus grenzte. Wenn er etwas nicht rationalisieren konnte, kritisierte er es und diejenigen, die es konnten. Ich fragte weiter: Erinnerst du dich daran, wie sein Auftritt war, als du ihn gesehen hast? Nicht wirklich, nichts Außergewöhnliches. Ein mega schreiender, dünner Typ, der versucht, einen Eindruck in der Welt zu hinterlassen. Weißt du, ob mein Bruder dort war? War er in der Band oder so? Nein, nicht, dass ich wüsste, sagte Samantha.
Wir saßen alle eine Weile still da. Ich hatte keine weiteren Fragen, zumindest nicht jetzt. Als ich mit den anderen von dem Dach auf das Suburbia blickte, dachte ich über die CD nach. Sam mischte sich ein. Du solltest deinen Bruder anrufen. Ich zuckte innerlich mit den Schultern bei dem Vorschlag. Ich meine, es ist seine CD. Vielleicht hat der Typ ihn auch gefragt, ob er sie zurückhaben will. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, sagte ich innerlich zusammenzuckend. Der Gedanke, meinen Bruder anzurufen, war fast so unangenehm wie das Leben mit meiner Mutter. Da mir nichts anderes einfiel, sagte ich nichts mehr. Er hat wahrscheinlich mehr dazu zu sagen als ich, fügte Samantha hinzu. Ich weiß, sagte ich und versuchte, das unangenehme Thema zu überspielen. Ich rufe ihn später an. Ich habe die CD mitgebracht, falls du sie hören willst. Ich wollte sie Big E zeigen. Dann her damit, Kumpel, sagte Sam, stand auf den Schindeln auf und streckte sich zum letzten Mal an diesem Nachmittag. Yuri schob das Fenster auf und wir kletterten alle hinter ihm hinein. Zurück in Es Zimmer holte ich die CD-Mappe aus meiner Tasche und blätterte darin, bis ich die Scheibe mit der Aufschrift Frei Condola fand. Ich ging zum Stereo auf Biggies Schreibtisch, drückte auf Jaws werfen, öffnete das Fach und ersetzte die CD, die vorher gehört hatte, durch die mysteriöse Scheibe. Ray stand hinter und massierte aggressiv seine Schultern, versuchte ihn spielerisch von seinem Spiel loszureißen. Okay, pausiere dein Spiel und hör dir das an, befahl Ray. Dem zusammengesunkenen Biggie wand sich aus Rays Griff. Okay, ich höre ja zu. Pausierte das Spiel und warf den Controller beiseite. Ich drückte auf Play und stellte die Lautstärke ein, während das Gitarrenfeedback den Beginn unseres Hörabenteuers ankündigte. Wieder einmal raubten uns die obszönen Klänge den Atem und die Worte. Egal wie oft ich die CD schon ertragen musste, ich konnte mich nicht dazu bringen, während dieser Musik zu sprechen. Nach ein paar Tracks, während eines Übergangs, murmelte Biggie. Was höre ich hier? Nur irgendein Typ von hier, erklärte Samantha gelangweilt von oben auf einer Doppeldecker-Couch. Warte, du kennst diesen Typen. Drehte sich zu ihm um. Sam antwortete, ich kenne ihn vom Sehen, war auf 1, 2 Shows. Ja, erzähl ihm, wie er versucht hat, das Album zurückzurufen, fügte Ray hinzu. Oh, sagte Sam desinteressiert. Der Typ ist durchgedreht und hat versucht, seine Mixtapes zurückzubekommen, bevor er mit irgendeiner Tussi abgehauen ist. Biggie wurde von Neugier gepackt, setzte sich auf und wandte sich an den entspannenden Samantha. Was meinst du mit durchgedreht? Ich erinnere mich nicht mehr. Das war vor 4 Jahren. Sam antwortete gereizt. Er ist abgehauen? Bohrte weiter nach. Ich glaube schon. Keine Ahnung, die Leute reden. Manche sagten, er hätte das Mädchen, mit dem er zusammen war, umgebracht. Andere sagten, er wäre einfach mit ihr abgehauen. Ich weiß es echt nicht mehr. Sam gab vor, sich nicht mehr erinnern zu können, vielleicht um die Unterhaltung zu beenden. Was meinst du mit, du erinnerst dich nicht? Ließ sich nicht abwimmeln und fragte weiter. Samantha und Biggie fingen an, aneinander zu geraten, was bei den beiden nicht ungewöhnlich war. Zwischen Sams Gleichgültigkeit und Neugier konnte ihre Diskussion ewig dauern, wenn niemand da war, um zu vermitteln. Der eine kratzte verzweifelt an einem unstillbaren Juckreiz, während der andere es vorzog, gar nicht zu kratzen. Dass Samantha der einzige von uns war, der irgendwelche Informationen über die CD hatte, wäre lustig gewesen, wenn die beiden nicht so oft in Streit geraten würden. Oh, jetzt geht's wieder los. Ich erinnere mich einfach nicht mehr, sagte Sam und warf die Hände in die Luft. Jemand wurde getötet und du erinnerst dich nicht? Der andere betonte seine Worte. Man sagte, sie sei getötet worden. Das ist kein Fakt, begann Samantha sich etwas aufzurichten. Aber das muss doch auf irgendeiner Wahrheit basieren, beharrte Biggie. Nein, das muss es wirklich nicht, schnappte Samantha zurück. Ich mischte mich ein. Samantha, lass es gut sein. Wart ihr nicht dabei?
Als er diese Cowboy-Flinte mitgebracht hat, von der er schwor, dass sie Fernseher von allein ausschalten kann? Fragte Sam gereizt. Oh, echt? Fragte ich, da ich diese Geschichte noch nie gehört hatte. Eva suchte, sich zu verteidigen. Aber das hat sie doch. Nein, hat sie nicht, bellte Sam zurück. Das lässt sich ganz einfach erklären. Defekte Verkabelung, Probleme mit der Elektrik, der Fernseher war kaputt. Nur weil das Gewehr im Raum war, bedeutet das gar nichts. Vor allem, weil du der Einzige im Raum warst. Du hättest dir das alles ausdenken können. Samantha fuhr fort. Oder erinnert ihr euch, als wir in dem verlassenen Krankenhaus nach Kristallen oder Aliens oder so etwas gesucht haben? Ray wollte etwas sagen, wurde aber prompt unterbrochen. Pass auf, gleich verbindet er das mit irgendeinem Verbrechersyndikat oder der Mafia oder sowas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt keine Lust, meine Zeit mit solchen Verschwörungstheorien und Irrfahrten zu verschwenden. Biggie antwortete schließlich: Mann, ich habe nur eine Frage gestellt. Jetzt stellst du Fragen, aber ich verspreche dir, du wirst dich und alle um dich herum wegen nichts aufregen, entgegnete Sam. Ich schaltete mich ein, um den Streit zu beenden und beide Parteien zu besänftigen. Es ist die CD meines Bruders. Ich rufe ihn einfach an und frage ihn danach. Du willst offensichtlich keine Fragen beantworten, also lassen wir es. Beruhigt euch einfach. Nun begann mich zu verhören. Warte mal, warum durfte dein Bruder eine Kopie der CD behalten, aber niemand sonst? War er ein Teil des Projekts? Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde ihn anrufen, sobald ich bei Ray bin. Damit legte sich die Spannung etwas, aber sie würde erst komplett verschwinden, wenn wir uns mit etwas anderem als Fry Kondula beschäftigten. Ray und ich verbrachten den Großteil des restlichen Tages bei I. Als es Zeit wurde zu gehen, breitete sich eine wortlose Stille über uns aus. Nüchtern und sozial erschöpft nahmen Ray und ich Abschied und fuhren schweigend nach Hause. Auf dem Weg zurück zu Rays Haus passierten wir die vertrauten Anblicke, die Pools und Doppelgaragen des Vororts, die Grundstücke und Gassen unserer kleinen, verschlafenen südlichen Baptiststadt, die noch 2 Jahrzehnte für Gentrifizierung brauchen würde, und schließlich die langen, trostlosen Feldwege und leeren Wiesen am Stadtrand. Irgendwo zwischen den Parkplätzen und den leeren Wiesen brach Ray die Stille mit einer Frage. Was hältst du von dem, was Samantha gesagt hat? Wegen dem verschwundenen Mädchen und so. Ich seufzte und antwortete: Naja, ich weiß nicht. Es ist ein interessanter Gedanke. Aber ich stimme Sam irgendwie zu. Vielleicht machen sich alle umsonst Sorgen. Glaubst du nicht, dass dieser Frykon, was auch immer sie getötet hat? Nicht wirklich, antwortete ich. Würden wir da nicht schon davon gehört haben? In kleinen Städten wird gerne getratscht. Sam sagte, das ist vor 4 oder 5 Jahren passiert. Vielleicht wissen wir deshalb nichts davon. Ray schien wirklich unsicher. Er wollte nichts aufklären. Er wusste einfach nicht, was er gerade denken sollte. Ich versuchte, ihn zu beruhigen. Vor 4 oder 5 Jahren waren wir in der 1. Klasse oder am Ende der 8. So oder so hätten wir davon gehört. Jemand hätte es uns gesagt. Das Garagentor von Derek Ray öffnete sich mit einem Geräusch aus Ketten, Rollen und mechanischem Surren. Er parkte seinen SUV und hastete hinein, ungeduldig zu dem Elend, das er Zuhause nannte. Ich folgte ihm, blieb aber mitten auf dem Weg zu seinem Zimmer stehen und ging zur Bar in der Küche. Mein Bruder? Gott, ich hasste, wie heikel das Thema war. Familie. Ray fühlte sich für mich mehr wie Familie an als jeder, mit dem ich blutsverwandt war. Egal, ob wir es laut aussprachen oder nicht, wir waren füreinander da, eine Schulter zum Anlehnen. Im Gegensatz dazu war mein älterer Bruder fast entfremdet. Obwohl er nicht mit der Alkoholkrankheit unserer Mutter und all dem, was damit einherging, zu kämpfen hatte, schwor er immer, dass ich es besser hatte, dass ich schmarotzte und die Unterstützung meiner Mutter ausnutzte. Er verließ das Haus, als unsere Eltern über die Scheidungsbedingungen sprachen, vor der Aggression, der Gewalt und dem Alkohol. Trotzdem schwor er, ich hätte es besser. So sehr mich das auch störte, ich musste wissen,
was mein Bruder über das Mixtape zu sagen hatte. In irgendeiner seltsamen, nächster Angehöriger Art wollte ich auch seinen Namen reinwaschen. Ganz abgesehen davon war ich bereit, alles hinter mir zu lassen. Für mich war das wirklich kein großes Ding. Ich war zufrieden damit, es als nichts mehr als eine schreckliche Witzband abzuhaken. Ich war vollkommen einverstanden, es zusammen mit den anderen Alben in meiner Sammlung zu katalogisieren, ohne zweimal über seine Geschichte oder seine Schöpfer nachzudenken. Um Biggies Willen und um Samantha eine Flut von Fragen zu ersparen, beschloss ich, meinen Bruder anzurufen und es dabei zu belassen. Um herauszufinden, ob die Person hinter Fry Condola irgendwie mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun hatte oder ob es einfach nur ein Zufall war. Bis zu diesem Punkt hatte ich nur Gerüchte von Samantha und ich brauchte mehr Informationen, bevor ich all das als ein Schulgerücht abtun konnte. Ich wählte Dereks Handynummer, dann wartete ich. Dann wartete ich noch einmal. Dann kam die Stimme. Wer ist da? Eine raue, abgedroschene Stimme sprach von der anderen Seite. Es ist dein Bruder, antwortete ich sehr sachlich. Mein Mann, wie geht's? Er klang fast aufgeregt von mir zu hören. Wie läuft die Jobsuche? Fragte er und verschleierte sein Interesse an meinem finanziellen Status mit echter Besorgnis. Es läuft gut, log ich. Ich habe Anträge ausgefüllt und meinen Lebenslauf wie verrückt verteilt. Schön zu hören. Warum hast du mich angerufen? Wolltest du nur prüfen, ob dein alter Bruder schon den Löffel abgegeben hat? Er lachte. Er hielt sich für sehr witzig. Ja, genau das. Ich habe deine alten CDs durchgesehen und eine echt komische gefunden, die Fry Condola heißt. Kommt dir das bekannt vor? Oh Mann. Er schien es zu wissen, als würde er einen alten Freund begrüßen. Das war Odors Projekt. Ja, ich kenne es. Odor? Owen. Erinnerst du dich? Vielleicht nicht, er kam nie vorbei. Ich habe viel mit ihm rumgehangen. Er nippte an etwas oder zog tief an einer Zigarette, bevor er weitermachte. Odor hat ein paar von diesen Sachen in der Highschool gemacht. Ich glaube, es war in unserem Juniorjahr, als er anfing. Vielleicht auch im Seniorjahr. Er wollte nicht viel darüber reden. Wie hast du eine bekommen? Hat er dir eine gegeben? Oh nein, ich habe das Zeug gestohlen. Er begann zu lachen. Das Lachen wurde zu Husten. Er räusperte sich. Er hat ein paar Songs lokal mit ein paar Freunden aufgeführt. Ich war einmal bei einem Auftritt. Er hat sie da hauptsächlich verkauft. Aber wir haben bei ihm gechillt und ich habe einfach eine mitgenommen. Wenn Derek die Wahrheit sagte, würde es erklären, warum dieser Odor-Typ meinen Bruder nicht belästigt hat, ihm seine Kopie des Albums zurückzugeben. Neugierig fragte ich weiter. Was bedeutet das? Ich meine, du hast die Musik gehört. Hat Odor oder Owen oder wie auch immer dir gesagt, was es bedeutet? Ich erinnere mich, ein paar Mal gefragt zu haben, aber er war ziemlich vage. Ehrlich gesagt, er war ein Freund eines Freundes. Ich kannte ihn nicht so gut. Wir haben ein paar Mal bei ihm rumgehangen, obwohl der Typ irgendwie seltsam war. Er war ein Hofkind, in seine kleine Fantasiewelt vertieft, praktisch alles in diesem Notizbuch dokumentiert, das er immer dabei hatte. Es war irgendwie liebenswert. Ich zögerte, meinen Bruder aus seiner Erinnerungswelt zu reißen, aber trotz meiner Unsicherheit fragte ich schließlich nach dem Mädchen. War er in etwas Fragwürdigem verwickelt? Was meinst du? Derek hatte keine Ahnung, worauf ich anspielte. Wie jemand, der verschwunden ist. Er dachte einen Moment nach. Oh, seine kleine Freundin. Zumindest haben wir sie so genannt. Ich glaube nicht, dass sie offiziell waren. Ja, sie war genauso seltsam wie er. Hingen die ganze Zeit zusammen ab. Beide sind bei einem Wanderausflug verschwunden. Das passiert. Er beendete das mit einem Seufzer. Verschwunden beim Wandern? Ja, das passiert öfter als du denkst. Einige coole Kids glauben, sie können die Wildnis bezwingen, obwohl sie keine Erfahrung, kein Essen und keine Ausrüstung haben. Passiert oft.
Hat jemand nach ihnen gesucht? War das lokal? Derek schnaubte. Na klar, dass die Leute nach ihnen gesucht haben. Und ja, ich glaube, sie waren im Green Oak, dieser riesige Nationalpark westlich von hier. Er schnaufte. Hör zu, ich fand es toll, mit dir zu plaudern, Bro, aber ich muss los. Die Kids werden unruhig, du weißt ja, wie das wird. Wenn du so verdammt interessiert an dem Typen bist, sind seine Eltern wahrscheinlich immer noch am selben Ort. Wo wäre das? Ganz am Ende der Pecan Avenue in Brookmore. Da stehen 2 Magnolien vor der Tür. Kannst du nicht verfehlen. Oh, noch eine letzte Sache. Sei kein Fremder, Kleiner. Du weißt, wo ich wohne. Dann hörte ich das Wählen. Er hatte aufgelegt. Damit legte ich das Festnetztelefon auf die Dockingstation auf der Küchenarbeitsplatte zurück und ging in Rays Zimmer. Ich erzählte Ray alles, was mein Bruder gesagt hatte. Was machen wir jetzt? Seufzend antwortete ich. Ich schätze, wir gehen und sprechen mit seinen Eltern. Ich plumpste auf die Couch neben Ray, der über einen Controller gebeugt war. Er war einfach so gleichgültig während des ganzen Gesprächs. Ich bin mir nicht sicher, was ich sonst noch tun soll. Ich will das wirklich einfach vergessen und weitermachen. Ist doch egal, Mann. Ray versicherte mir, wir fahren einfach zu seinen Eltern. Die werden wahrscheinlich das Gleiche sagen, was dein Bruder gesagt hat, und wir machen weiter. In Ordnung, dann machen wir das. Morgen früh als erstes.